Ein Jahr geht zu Ende. Ein Jahr, das Spuren in unserem Leben hinterlassen hat. Es gab viel Prägendes in diesem Jahr. Manche Wege auch, die nicht leicht waren, die uns herausgefordert haben. Manche Wege, die schön waren. Was wollte Gott mir mit all diesen Spuren sagen? Was hat Leuchtspuren hinterlassen? Wofür bin ich dankbar? Was hat vielleicht auch Schatten hinterlassen? Und wo gibt es auch noch ungelöste Fragen? Die Zeit vergeht, die Liebe bleibt. Auch am Ende des Jahres. Ein Stück unseres Lebens schließt sich ab und eine neue Seite, ein neues Kapitel in unserem Lebensbuch wird aufgeschlagen. Das kann beides in uns bewirken. Angst und Freude. Angst, weil wir nicht wissen, was im neuen Jahr auf uns zukommt. Freude, weil wir auf Gutes hoffen. Ein neues Jahr mit neuen Möglichkeiten liegt vor uns. Da will man alten Ballast hinter sich lassen, das, was einen drückt, loslassen. Mit freiem Herzen in das neue Jahr gehen. Es braucht eine Bereitschaft und Offenheit für das Neue. An der Schwelle zum neuen Jahr ist es, wie wenn Gott uns wieder neu beginnen lässt. Ich habe mal den schönen Satz gehört, von Neubeginn zu Neubeginn, immer neu beginnen. Neubeginn ist schön. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, wie Hermann Hesse sagt. Wie sieht dieser Neubeginn konkret aus? Vielleicht sind es 3 Imperative, die Gott uns ins Herz schreiben möchte. Lass dich berühren von dem, was geschieht. Stelle dich mir zur Verfügung, ich brauche dich. Sei mutig, riskiere etwas im Vertrauen auf mich. Es ist eine unruhige Zeit und manchmal kann es passieren, dass wir am liebsten nichts mehr sehen und hören wollen. Kein Wunder. Die Fülle an schlimmen Nachrichten und Informationen können wir kaum noch verarbeiten. Deswegen fließt manches einfach an uns ab und berührt uns gar nicht mehr wirklich, dringt nicht bis in unser Innerstes hinein und dennoch. Wir sind in dieser unruhigen Zeit auch gefragt, miteinander durch diese Herausforderungen zu gehen, einander beizustehen, der Liebe Raum zu geben statt dem Egoismus. Das weitet uns und lässt uns gemeinsam wachsen. Es gibt einen Bereich, den wir gestalten können und wozu wir auch berufen sind, etwas zu tun. Wir müssen uns dafür bereit machen, unser Herz dafür öffnen. Manchmal können wir nicht direkt was tun, aber was wir immer tun können, das ist die Menschen vor Gott bringen, die Situationen, die Verhältnisse, die wir so selber nicht verändern können, im Gebet ihm hinhalten. Gott möchte durch uns in dieser Welt erfahrbar werden. Er braucht uns, jeden von uns. Wir sind Teil der wunderbaren Schöpfung Gottes. Er hat einen Schöpfungsplan, auch mit uns. So wie er die ganze Welt immer neu erschafft und erhält, so schafft er auch weiter an uns als Persönlichkeit, mit unserer ganz besonderen individuellen Aufgabe in dieser Welt. Wir sehen nicht immer gleich den ganzen Plan, den er von unserem Leben hat. Aber wir erkennen immer mehr, was er mit uns vorhat, wofür er uns braucht. Er lässt uns nicht im Dunkeln tappen, sondern er eröffnet uns immer mehr das, was er will. Und dafür braucht es auch ein Hören auf das, was er uns sagen will. Manchmal ist es ja so, da sind wir schnell fertig mit dem Beten. Wir kommen, sagen unsere Bitten, sind vor Gott und gehen dann wieder. Yeah. Und wir geben ihm gar keine Gelegenheit, dass er auch zu uns sprechen kann. Probieren wir es einmal. Einfach mal ein bisschen Zeit in Stille und Zuhören. Gebet ist ja kein Monolog, nur von unserer Seite, sondern auch ein Dialog. Und vielleicht werden wir staunen, was wir dann für Gedanken bekommen, was Gott uns sagen möchte. Dann kann es uns gehen wie Samuel, den der Herr 3-mal gerufen hat und der dann gesagt hat, hier bin ich, sende mich.
Jeder Neuanfang erfordert einen mutigen Schritt. Es geht darum, sich etwas zu trauen, ohne schon genau zu wissen, wie es ausgeht. Natürlich haben wir manchmal Angst, aber da wird es erst interessant und spannend. Den Mutigen hilft Gott. Was steht bei euch an im neuen Jahr? Wo ist der mutige Schritt gefordert? Vielleicht ist es gar nichts ganz Neues, sondern vielleicht besteht der Mut darin, an etwas dran zu bleiben, selbst wenn es einen langen Atem braucht. Jeder von uns kennt sicher Beispiele dafür. Jede Vertrauensübung lohnt sich. So lernen wir Gelassenheit und eine innere Freude in dem Bewusstsein, dass Gott letzten Endes stärker ist und uns nicht im Stich lässt. Jetzt beginnt ein neues Jahr, 2022. Wir wissen noch nicht, was kommt, aber wir wollen uns berühren lassen von dem, was geschieht, uns zur Verfügung stellen für Gottes Pläne und mutig sein und etwas riskieren, im Vertrauen, dass er uns führt. Ja, und für dieses neue Jahr, das jetzt beginnt, erbitten wir uns gegenseitig den Segen, damit dieses Jahr ein ganz lichtvolles Jahr werden kann.